Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von First Spear, der E&R Wasteback. Hüfttaschen, wer kennt es nicht, ist eine feine Möglichkeit, nochmal zusätzlichen Stauraum zu gewinnen, wenn die Hose oder eben die restliche Ausrüstung das nicht hergibt und ich direkt was am Mann tragen möchte. First Spear hat hier mit dem E&R Wasteback eine Lösung geschaffen, die man sowohl solo als auch in Kombination mit einem Chestrig oder Plattenträger tragen kann, anders als die üblichen Dengler. Also das Ding ist schon von der Entwicklungszeit weit vor den ganzen Denglern entwickelt worden, hat aber unserer Meinung nach wie vor seine Daseinsberechtigung eben durch die genannten Features oder die Features, die wir euch jetzt noch vorstellen werden. Gefertigt ist er aus 500D Cordura. Wir haben hier im Frontbereich einmal Four-Way Stretch, um hier eine elastische aufgesetzte Fronttasche zu bieten. Ihr habt hier insgesamt 1, 2, 3, 4 Fächer, die ich euch gleich noch im Detail zeigen werde. Auf dem oberen Bereich habt ihr hier Schockhort mit einem Kordelstopper, um eben hier oben auch mal eine leichte Regenjacke oder eben noch mal eine Trinkflasche oder was auch immer man hier noch oben reinpacken möchte, fixieren kann. Befestigt wird das Ganze hier einmal mit einem 25 mm Gurt zum Tragen. Der ist hier auf der einen Seite mit einem G-Hook eingehängt. Das heißt, hier kann ich dann jederzeit das Ganze lösen, um da ranzukommen. Und habe hier auch auf dieser Seite nochmal ein Stück Elastikband, um hier ungefähr 1 cm Flexibilität zu geben. Also das ist jetzt nicht für die genaue Einstellung an der Hüfte, sondern einfach, dass der Pack ein bisschen mitarbeiten kann, aber eben nur über diesen Bereich und nicht darüber hinaus. Die eigentliche Einstellung wird hier auf der anderen Seite vorgenommen mit einem Tri-Glide und hier nochmal durch eine Öse geführt, um das Ganze dann eben als Hüfttasche tragen zu können. Die machen wir jetzt einmal ab. Denn ihr habt ja auch schon gesehen, hier sind 2 Fastex-Verschlüsse. Die sind dafür gedacht, wenn ihr den Wasteback an dem Gürtel zum Beispiel fixiert oder an Chestrix am Rückenstrap. Dazu habt ihr die passenden Gegenstücke. Die zeige ich euch gleich nochmal, wenn sie abmontiert sind. Und dann hätte ich hier die Möglichkeit, das Ganze eben unterhalb des Gürtels einzuhängen, um dann eben hier das Volumen nochmal zu vergrößern vom Gürtel. So, das Ganze ist geklettet und mit Druckknöpfen befestigt. Bedeutet, ihr habt hier doppelte Sicherheit. Einmal wird es in der Form mit Klett fixiert, damit ich die Größe individuell einstellen kann. Und dann hier nochmal mit einem Druckknopf fixiert, damit das Ganze dann auch ordentlich hält. Wir nutzen zum Beispiel den Wasteback sehr gerne, wie der Name es auch sagt, für E&R, das steht für Evasion und Rescue, also als Medic Bag oder eben als Fluchttasche, um die nötigsten Essentials unterzubringen. Wenn man jetzt gerade, normalerweise hat man ja in seiner Combat Pant jede Menge Taschen, wo man Ausrüstung unterbringen kann. Wir haben jetzt mal alles, was so in der Combat Pant untergebracht werden könnte, haben wir jetzt mal hier reingepackt, dass ihr einfach mal sehen könnt, was da alles reingeht. Und dann zeigen wir euch auch gleich die Taschen. Da ist übrigens sehr cool gelöst für die Leute, die blind mit dem Pack arbeiten wollen. Die Reißverschlüsse sind alle so angebracht, dass dass die Reißverschlüsse immer in eine andere Richtung aufgehen. Das heißt, wenn ihr an das vordere Fach wollt, wisst ihr, okay, müsst ihr euch natürlich merken vorher, das geht nur von links, weil der andere Reißverschluss für das Fach dahinter geht von rechts. Und genauso hat man das auch hier auf der Rückseite. Hier einmal links, einmal rechts. Müsst ihr euch nur merken, welches Fach in welche Richtung aufgeht. Und dann könnt ihr blind hingreifen. Wisst genau, wenn ich jetzt von links nach rechts aufmache vorne, dann komme ich auf jeden Fall hier in den Frontbereich. Hier haben wir jetzt einmal drin ein bisschen Energie und Schreibzeug. Flaches Fach. Lässt sich hier aber auch noch mal ein bisschen ausbeuen. Also hier könnte man auch ohne weiteres eine Kopflampe oder sowas unterbringen. Da ist auf jeden Fall genügend Platz. Dann gehen wir gleich in die hinteren Fächer, bevor wir ins Hauptfach gehen. Ganz hinten ein flaches Fach nochmal. Rettungsdecke, großer Müllsack und einmal ein Wheelpack. Das ist ein Einweg- oder Mehrweg-Wasserbehälter für 1 Liter Wasser. Kann man auch gerne auch nochmal im Detail dazu was machen. Und das war es hier schon.
Und dann habe ich hier nochmal eine Tasche, also an die komme ich eigentlich nur ran, wenn ich den Pack abnehme, weil die am Körper liegt. Diese Tasche hier ist auch zugreifbar, wenn ich den Pack trage, weil der Reißverschluss relativ weit oben sitzt. Hier ist jetzt mal das Survival Pack untergebracht, was normalerweise auch in der Hose gelagert wäre. Also nochmal Willpacks, Schreibzeug, bisschen Alufolie, Schnur, kleines Messer, Bungees, noch mehr Survival-Zeug, Feuerstarter. Das haben wir alles hier drin. Also auch da jede Menge Stauraum. Kommen wir ins Hauptfach. Das lässt sich von vorne öffnen. Hier hat man einmal eine Plastikstrebe, ähnlich wie bei einem Zelt eingebaut. Die verläuft hier im Deckel in Schlaufen. Die gibt dem Ganzen diese D-Form, um das Ganze halt auch von der Größe oder von der Tiefe her immer in der Form zu halten. Ist aber auch gleichzeitig nochmal ein sehr, sehr guter Fixierungspunkt, um hier zum Beispiel Gegenstände zu fixieren, die mit Shockcord gesichert werden sollen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal dran gehängt die Paracord, dass die nicht verloren gehen kann. Dann habe ich hier dran gehängt Feuerzeug. Dann haben wir noch mit dran Schleifstein und einen Stift. Nein, Feuerstarter, Stift war hier. Und dann habe ich noch ein paar lose Gegenstände untergebracht, und zwar einmal ein bisschen Bubu-Kit, also Erste-Hilfe-Pflaster und Medikamente, die Kartentasche, den Wasserfilter und hier nochmal gesichert ein paar Streichhölzer. Jetzt können wir auch einmal die Strebe rausnehmen, dass ihr einfach auch mal seht, wie die aussieht. Das ist hier so aufgebaut. Kann man natürlich dann auch, wenn man sagt, ich möchte jetzt die Form eher auch mal flach tragen, kann man die rausnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann drehen wir noch einmal auf links, dass ihr die Innenkonstruktion sehen könnt. Denn hier hat man auch ein Cordura gewählt, 500D Cordura, was hier auch nochmal laminiert ist. Das heißt, man hat hier auch nochmal eine gewisse Feuchtigkeitsresistenz und eine Ablauföse am Boden. Sehr, sehr cooler Pack. Gefällt uns gut. Genau die richtige Größe, wie ihr sehen könnt, um hier den kompletten Inhalt einer Field Pants unterzubringen und eben halt auch nutzbar als Wastepack oder als Erweiterung fürs Chest-Rig. Kommen wir zum Fazit. Der First Spear E&R Wastepack bietet euch über 4 Fächer verteilt genügend Stauraum, um eure Ausrüstung zu organisieren. Ihr habt die Möglichkeit, ihn als Hüfttasche zu tragen und eben halt auch nochmal am Gürtel, am Chest-Rig oder wo auch immer ihr hier diese zusätzlichen Haken anbringt. Finden wir eine sehr, sehr coole Lösung. Ergibt einfach Sinn, wenn man nochmal die Ausrüstung anderweitig organisieren kann, gerade auch wenn man jetzt urban unterwegs ist und keine Combat Pen trägt oder undercover ist, um eben aber einfach auch die Dinge immer dabei zu haben, die sonst in der Hose verteilt sind. Natürlich auch im EDC-Bereich, Handy, Powerbank, was auch immer ihr tragen wollt, überhaupt kein Problem. Genauso auch als IFAK wäre hier überhaupt kein Thema, genügend Material unterzubringen, um eine Erstversorgung zu gewährleisten, wenn ihr kein IFAK am Gürtel habt. First Spear gibt es in Deutschland bei Tagwerk und allen anderen Händlern natürlich, die First Spear liefern. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Wir finden extrem gut durchdacht. Wir wollen eure Meinung dazu hören, also ab in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.